Hallo und herzlich willkommen bei Pasquali Talk. Ich bin Paul Pasquali, der Gründer von Pasquali, und in diesem Kanal dreht sich alles um unsere Garne, Designs und die Geschichte dahinter. Dann legen wir los. Hallo, heute habe ich einen ganz besonderen Gast bei uns. Das ist die Katrin, unsere Hausdesignerin. Hallo Katrin, schön, dass du da bist. Hallo Paul, ich bin auch froh dabei zu sein. Katrin ist, wie gesagt, unsere Hausdesignerin. Sie kümmert sich um die ganze Kollektion. Sie koordiniert auch die Strickerinnen. Du koordinierst die Übersetzerin, die Lektorinnen, das Fotoshooting und noch dazu entscheidest zusammen mit mir die Farbe, die auf unsere Farbkarte kommt. Ich denke mal, für die Zuschauer ist auch interessant, ein bisschen mehr über dich zu wissen. Was sind deine Hintergründe? Was hast du studiert? Und kannst du ein bisschen mehr über dich erzählen? Also ich komme aus der Nähe von Köln. Ich bin dann nach Köln gezogen, um Modedesign zu studieren. Ich habe dann eine Zeit lang auch in der Modebranche gearbeitet, ohne Bezug zum Stricken. Ich wollte aber gerne im nachhaltigen Bereich arbeiten, kam dann so zum Handstrick, habe dann auch vorher bei einem anderen Label gearbeitet und also ich habe schon seit meiner Kindheit eigentlich gestrickt und ja, da war ich halt glücklich, dann in dem Bereich gelandet zu sein. Und kanntest du die Marke Pasquali schon und wie kam das dazu, dass du dich bei uns beworben hast? Also ich kannte jetzt das Label über die Messe H&H. Da bin ich mit einer Freundin, die halt auch schon lang viel strickt, hin, und sie hat mir das Label gezeigt. Ich habe halt nachhaltige Garne gesucht und habe die dann eben bei Pasquali gefunden, vor allem nachhaltiges Baumwollgarn, was ein bisschen ausgefallener ist, und da habe ich dann das Suave gefunden. Zunächst habt ihr aber niemanden fürs Design gesucht, sondern im Kundenservice, und dann habe ich mich aber trotzdem beworben, um einfach dann schon mal mit in dem Unternehmen drin zu sein. Ja, dann hast du dich weiterentwickelt. Also das ging ziemlich schnell, dass du von Verkauf oder Kundenservice zur Designabteilung gelandet bist. Ja, und vor Katrin hatten wir auch Designs in der Firma. Also meine Frau Petja hat Designs für die verschiedenen Zeitschriften entworfen und veröffentlicht. Und damals, also die damalige Marketing-Mitarbeiterin zusammen mit meiner Frau, haben Designs gemacht. Und das war dann die erste Pasquali Collezioni, Book 1. Da war der Zeit, wo Katrin noch im Kundenservice war. Und ja, ganz schnell hat Katrin das Kommando ab dem Book Nummer 2 übernommen. Willst du ein bisschen erklären, wie das ganze Konzept war? Weil vielleicht viele kennen das Heft nicht. Ja, also wir hatten ein Heft, in dem man alle Modelle pro Kollektion sich halt eben anschauen konnte. Die Anleitungen waren aber nicht im Heft drin, es wäre halt sonst viel zu viel Papier geworden. Deshalb haben wir die halt digital angeboten. Also man hatte dann im Heft einen Rubbelcode. Mit dem konnte man sich dann die Anleitungen runterladen, und dadurch haben wir halt viel Papier gespart, und wir konnten, auch wenn es Korrekturen gab, konnten wir die halt gleich an alle verschicken. So, das hat eigentlich ziemlich gut funktioniert. So. Das Konzept war wirklich toll, aber das Konzept hatte auch eine Herausforderung, und zwar, wie kommunizieren wir auch die Kunden, dass man ein Heft kauft, aber drinnen keine Anleitung war, also mit dem Rubbelcode. Ja, das war schon richtig eine Herausforderung. Ja, viele haben nicht verstanden, warum zahle ich jetzt 10 oder 15 Euro für ein Heft, und wo sind die denn? Also, und dadurch, dass in einem Wollgeschäft die Hefte irgendwo liegen und man das nicht sofort versteht, dann kam immer die Frage, warum zahle ich dafür? Und tatsächlich war ein sehr guter Preis, weil eine Menge Anleitungen in alle Sprachen, und jedes Mal, wenn eventuell ein Fehler war, konnten wir ein Update machen für die Anleitung, und alle Kunden hätten das auch bekommen. Weil es nicht so einfach war, haben wir nach der Kollektion Book 7, also wir hatten 7 Kollektionen, die apropos alle auf jeden Fall als E-Book erhältlich sind bei uns auf der Webseite und auf Reverie. Einige sogar immer noch auf Papier. Und dann 2 Kollektionen für Kinder. In 2023 haben wir das Konzept geändert, aus 2 Gründen. Weil es so schwierig war, das zu kommunizieren. So waren wir etwas flexibler. Das heißt, wenn Weihnachten kam, dann konnten wir ein Design extra für Weihnachten oder für Halloween oder wie auch immer, Muttertag und so weiter auch reagieren.
so dass wir, genau, September war es, glaube ich, wenn ich mich irre, war September, ja? September Genau, da haben wir 23. umgestellt. Ja. Genau, September 23, da haben wir jeden Montag ein neues Design veröffentlicht. In der Anzahl im ganzen Jahr war fast dasselbe, nur anders geteilt. Und zwar nicht mehr auf Papier, sondern nur digital pro Anleitung. Und genau, das haben wir jetzt bis jetzt gemacht. Waren sehr viele Anleitungen, aber wir brauchten für alle Garne eine Anzahl von Designs zu haben. Und jetzt ab November, dann ist das 2 bis 3 Mal pro Monat dann ein Design. Genau. Das geht immer weiter. So, das heißt, du planst euch schon jetzt Designs für, weiß ich nicht wann, für Januar, glaube ich. Genau, also Ja, im Moment für Januar. für Januar, ne? Und dann Ja. wird schon gestrickt, oder? Genau, ist gerade im Ja. Prozess, Und im was planst du? Strickprozess. Was planst du gerade? Also wir haben jetzt dann für Januar eben 2 Teile. Das eine wird ein Herrenpullover, das andere ist ein Damenaccessoire, so eine Art Überwurf. Beide haben zum Thema Mosaikmuster. Der Herrenpullover eher ein feineres Muster, aber eben so ein All-Over. Okay. Und der Überwurf hat ein grobes Mosaikmuster, was aber auch eben dadurch, wie der Überwurf zusammengenäht ist, läuft dieses Muster auch ganz interessant. Du weißt ungefähr, welche Farbe, welche Garne bestimmt weißt du auch schon, oder? Welche Ja, Garne? genau. Also für den Herrenpullover haben wir so einen Garnmix uns überlegt. Da haben wir das Arctic Pearl zusammen mit Suave. Ah, super. Aber auch eben in leicht unterschiedlichen Farben, dass man noch so einen leichten Melierungseffekt mit drin hat. Für den Überwurf haben wir Alpaca Los Andes in auch sehr warmen, weichen Farben, also passend auch zum Garn, dass man sich halt auch so einkuscheln möchte. Darf ich fragen, vielleicht eine blöde Frage, aber einen Überwurf nennt man einfach so eine Art So eine Art Bolero-mäßig? Cape. Ja, so eine Mischung aus Cape und Bolero. Also okay, das ist Ja. ein bisschen größer als ein Bolero. Genau, also es sitzt ziemlich locker, es hat halt an den Seiten kleine Nähte. Okay. Wir hatten auch mal so einen Teil, ich glaube, das war im letzten Jahr aus Sayama. Ah, die Dot Cape. Dotted Cape, Ja, genau. genau. Also ja, das ist auch sehr schön. Ja, sowas wird das wieder. Okay, ja, da sind wir gespannt. Also die ganze Designs findet ihr immer aktuell auf unserer Webseite und auf Reverie. Und wer unsere Newsletter abonniert, dann bekommt auch immer mit mehr Informationen, was wann rauskommt. Katrin, bestimmt hast du auch ein Lieblingsmodell. Welche ist das denn? Ein Modell, das ein bisschen älter ist, also von 2024. Das haben wir im Januar veröffentlicht. Nia heißt es, ein Damenpullover. Wir haben es halt auch dabei. Ja, zufälligerweise. Genau. Und zwar ist es halt ein Garnmix. Also das ist gestrickt aus Merino Baby und Manada. Teilweise beide Fäden zusammen, teilweise genau, Manada ist einfach. also der Mohair-Garn mit Jack, Merino und Seide. Für die Leute, die das nicht kennen. Bei dem Modell finde ich halt vor allem die Übergänge halt interessant. Also da haben wir auch genau geschaut mit Zu- und Abnahmen, dass sich da nichts verzieht. Es hat einen schönen Effekt, dadurch, dass es halt hier so ein bisschen leichter ist. Genau, also die Garne harmonieren auch sehr gut zusammen. Ja, finde ich auch. Also sehr schön. Und das Gute bei Manada und Merino Baby ist, dass auch die gleiche Farbpalette haben. Genau. Da kann man eigentlich 1:1 kombinieren. Genau, ne? man könnte auch ein bisschen spielen und mit Kontrasten eine Melierung sogar, reinbringen, aber wenn man das lieber Ton in Ton haben möchte, funktioniert das Und perfekt. wie wird das so gestrickt? Ist auch ohne Naht alles, oder? Mit Schulternähten. Also es Also wird nur- halt von unten nach okay. oben gestrickt, dann werden die Schultern zusammengesetzt. Für die Ärmel werden wieder Maschen aufgenommen, für die Form mit verkürzten Reihen. Genau. Ja, sehr schön. Also die Anleitung bekommt ihr auf Reverie und auf unserer Webseite. Und das Garn bei sehr vielen Händlerkunden und auch bei uns auf der Webseite. Das Video ist noch nicht zu Ende und meine Stammgästin kommt gleich, die Marisa, unsere Sales Managerin. Wir möchten über die Trendfarbe reden, weil das ist so ein Thema, die ich glaube für alle von uns auch sehr interessant ist. Ja, stimmt. Und hier ist Marisa. Hallo Marisa. Hallo Paul, hallo Katrin, Hi. hallo liebe Zuschauer. So, wir reden über Farbtrends, ne? Und du als Designerin, kannst du uns sagen, welche sind die Farbtrends für Herbst, Winter 2025? Also vor allem war mir jetzt aufgefallen, es gibt viel Hellblau, also ein sehr helles Hellblau. Bordeaux-Rot, dunkelrot. Petrol ist auch wieder im Winter mit dabei, dunkles Braun und ein pinkes Rot. Okay. Und gibt es einen Unterschied zwischen den Farbtrends für Strick und Häkeln und die Farben, die in die große Fashion-Welt sind? Also es gibt Unterschiede und Gemeinsamkeiten. Also eigentlich geben so die ganz großen High-Fashion-Labels geben die Trendfarben eigentlich vor. Okay. Jetzt wie Chanel, Dior oder Chloé. Danach richten sich viele andere Labels, aber auch eben
die Handarbeitsszene, also diese Farben fließen auch in diese Szene mit rein. Wobei es halt aber in der Handarbeitsszene noch viel mehr Faktoren sind, die auch mit reinfließen. Also zum Beispiel, weil es halt etwas viel Persönlicheres ist, dieses Teil zu stricken, nimmt man auch gerne Lieblingsfarben und man hat es halt einfach dann lange Zeit in der Hand, auf den Nadeln. Es macht mehr Spaß, sich nicht nur nach einem Trend zu orientieren, sondern was einem einfach persönlich auch gut gefällt. Was auch noch mit reinspielt, sind halt dann so Emotionen. Also zum Beispiel ist es ja auch schön, weil das Stricken sowieso etwas Meditatives hat. Wenn man dann jetzt so ein schönes Blau als beruhigende Farbe noch mit dazu nimmt. Also all solche Dinge können da auch mit reinfließen. Okay, so hier haben wir ein paar von den wichtigen Farben der Saison. Der Bordeaux, ganz toll, und der leichte Blau. Und ich finde zum Beispiel Mohair Bliss kann man richtig schön mit anderen unserer Garne kombinieren. Hier mit Cashmere Carrots zum Beispiel. Und hier haben noch Farben. Eine meiner Lieblingsfarben ist Rot. Und guck mal, wie schön Arctic Pearl mit Mohair Bliss. Das ist auch eine tolle Kombination. Oder mit Tibetan. Oder mit Tibetan, ja. Das ist auch ganz schön. Ganz schön. Ja, danke Marisa. Also macht dir keine Sorge. Wir werden unten in der Beschreibung alle Farben und Qualitäten auflisten. Da findet ihr auch alle Informationen, was ihr braucht. War wirklich sehr interessant, die Trendfarbe noch einmal so zu zeigen. Und vielen Dank, dass ihr bei uns eingeschaltet habt. Schreibt bitte in die Kommentare, welche Trendfarbe für euch die schönste Farbe ist. Vergiss nicht, die Glocke zu klicken, um keine weitere Video von uns zu verpassen. Ich bedanke mich bei euch, Katrin, Marisa. War ein sehr schönes Video und wir sehen uns in 2 Wochen am nächsten Mittwoch. Ciao. Tschüss. Tschüss.